One, two, three, Techno, das Boot. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, die Mündungsklappen sind geöffnet, die Torpedorohre sind geflutet, frei zum Oberwasserfächerschuss. Wir bauen heute das berühmteste U-Boot neben diesem gelben und diesem roten Oktober. Wir bauen U96 von Kobi, die neue Limited Edition, die 4845 im Maßstab 1:144. Mit einer extra Kaloi-Figur. Ich bin sowas von gespannt, Freunde. Taucht mit mir jetzt hier unter den Radarschirm auf meinen Bautisch. Dann schauen wir uns den Inhalt des Kartons genauer an. Ja, Freunde, schaut mal, das ist der Maßstab 1:300, mein U-Boot Typ 7B, komplett aus Kobi-Stein. Anleitung wird es vielleicht demnächst mal hier auf dem Kanal geben. Ich will es euch nur zeigen, denn unser U96, die 4845 Typ 7C, wird nämlich doppelt so groß. Wir haben den Maßstab 1:144, Historical Collection, Limited Edition. Wir haben nämlich hier unseren Kaloin mit Kartentisch, 462 Steinchen und diese eine eben gerade erwähnte Minifigur. Hintergrund ist ziemlich cool, wir sehen das Boot und wir haben hier so eine kleine hellblaue Pfütze. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir nämlich einmal das Originalschiff, ganz toll ja auch zu erkennen hier an diesem Segelfisch. Dazu gibt es nachher bei den Detailfotos eine kleine Geschichte. Das ganze Set wird 46,6 cm lang und 12,6 cm hoch. Wir können hier die Ruder bewegen und auch die Schrauben und die erwähnte Figur. Und natürlich bekommt ihr gleich bei den Fakten die Informationen, die hier auch stehen. Viel wichtiger ist aber natürlich, was verbirgt sich im Karton, und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ja Freunde, da haben wir den Inhalt auf dem Bautisch. Wir haben eine Bautüte, wir haben zwei Bautüten, wir haben das Zertifikat, denn wir haben ja eine Limited Edition und wir haben die Anleitung. Die Anleitung wie folgt: DIN A4, Klammer gebunden, Limited Edition, das gleiche Design, außer diesen Plumps eben gerade auf dem Karton, diesen Einschlag, diesen Wassertropfen. Ab 9 Jahre die Altersempfehlung, die traurige Zwiebel, der grüne Punkt, ein Mann, der Blitze schießt und so weiter und so fort. Und wie immer, wenn es hier was gibt auf diesem Set, Pad Printed heißt alles gedruckt und die Anleitung ist in der EU gedruckt worden. Schauen wir uns kurz an. Wir haben hier zwei Bauabschnittstüten, habe ich euch gesagt. Die 1, damit fangen wir an. Also wir reißen alle Tüten auf, bauen die Steine auf dem Haufen, wie auch immer. Ich mache immer Haufenprinzip, seht ihr gleich. Und dann bauen wir los. Es gibt keine Seitenzahlen, wir bauen von einem Bauschritt zum nächsten. Der erste ist immer farbig. Das, was dann davor ist, ist dann wieder ausgegraut und der aktuelle ist farbig. Pfeile weisen uns den Weg und in diesen abgerundeten Rechtecken sehen wir immer, was für Steine wir brauchen. Hier gibt es auch so eine kleine Hilfe für die berühmten Bügelperlen. Und wir haben auch eine kleine Legende immer, was für Slopes wir haben und was für Tiles. Tiles sind diese flachen Fliesen. Fertig sind wir dann mit dem Bauschritt 82, wenn wir den Kartentisch bauen. Wir schauen noch mal ganz kurz, wie das U-Boot in Gänze aussieht, Freunde, denn das ist ja wichtig. Da haben wir es beim Bauschritt 72 bzw. 73 und da habt ihr auch diese kleine Anlegehilfe für Stangen und Fliesen. Die letzten Seiten dann immer Teileübersicht. Falls euch ein Teil fehlt in diesen Tüten, könnt ihr es hier monieren und eine Zusammenbauanleitung für die Kapitänsfigur. Und zum Schluss natürlich ein bisschen Werbung. Und Freunde, habe ich euch schon gebaut, findet ihr oben auf dem i auf meiner Kobi-Playlist und die Bismarck wird auch noch demnächst bei mir hier einlaufen. Aber das Allerwichtigste neben der Tüte 1 und Tüte 2 ist natürlich hier das Zertifikat mit dem lasergedruckten Flieschen. Den Slope hier kann man hier schlecht lesen. U-Boot U96 Typ 7C, die Nummer 191. Zeige ich euch nachher, wenn wir ins Detail gehen. Und da ist das Zertifikat unterschrieben vom Chef von Kobi. Ja Freunde, aber natürlich am wichtigsten ist immer noch auf dem Platz. Ich freue mich, euch das jetzt hier bauen zu dürfen und ihr könnt euch freuen auf die Fakten. Viel Spaß, Freunde! Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich drehen sich die Fakten heute rund um das Unterseeboot
96. Ich habe extra nicht U96 gesagt, denn sonst kriege ich einen Ohrwurm. Ihr wisst schon. 1, 2, 3, Techno. Das deutsche Unterseeboot U96 wurde im August 1940 im Dienst gestellt und absolvierte insgesamt 11 Feindfahrten im Atlantik, bevor es im März 1945 in Wilhelmshaven bei einem Luftangriff versenkt wurde. Unter dem Kommando von Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock, der später auch als Vorbild für den Film Das Boot diente, erreichte U96 eine beeindruckende Bilanz von insgesamt 27 versenkten Schiffen mit einer Gesamttonnage von über 150.000 Tonnen. Das Boot gehörte nach seiner Indienststellung am 10. August 1940 bis zum 31. März 1943 als Ausbildungs- und Frontboot zur 7. U-Boot-Flottille erst in Kiel und dann später in Saint-Nazaire. Nach seiner aktiven Dienstzeit als Frontboot kam es am 1. April 1943 bis zum 30. Juni 1944 als Ausbildungsboot zur 24. U-Boot-Flottille in Memel. Das liegt in Litauen. Und schließlich kam es vom 1. Juli 1944 bis zu seiner Außerdienststellung am 15. Februar 1945 als Schulboot zur 22. U-Boot-Flottille nach Gotenhafen bzw. Wilhelmshaven, wo es dann am 30. März 1945 durch einen Luftangriff zerstört wurde. Also eigentlich haben wir eine Ausmusterung und dann wurde dieses ausgemusterte U-Boot zerstört. U96 wurde im Rahmen des deutschen Kriegsplans zur Versenkungsschlacht im Atlantik eingesetzt. Das Ziel war es, den Nachschub der Alliierten nach Europa zu unterbrechen und so den Krieg zu gewinnen. U-Boote waren dabei ein wichtiger Teil der Strategie, da sie schneller und wendiger als die großen deutschen Schlachtschiffe waren und die alliierten Konvois aus mehreren Schiffen gleichzeitig angegriffen und versenkt werden konnten. Während seiner Einsätze hatte U96 mehrere Begegnungen mit alliierten Schiffen und wurde mehrfach selbst angegriffen. Trotz der Gefahren und schwierigen Bedingungen, unter denen die Besatzung leben und arbeiten musste, zeigte Lehmann-Willenbrock eine außerordentliche Führung und sorgte dafür, dass seine Mannschaft auch in den schwierigsten Momenten zusammenhielt. Das U-Boot hatte eine Länge von 67,1 Metern, eine Breite von 6,2 Metern und einen Tiefgang von 4,7 Metern. Es hatte eine maximale Tauchtiefe von 220 Metern und konnte eine Geschwindigkeit von bis zu 17,6 Knoten auf der Oberfläche und 7,6 Knoten unter Wasser erreichen. Die Besatzung bestand aus 44 Mann, darunter auch ein Arzt und ein Dolmetscher für die Entschlüsselung von alliierten Funksprüchen. Während seiner Einsatzzeit im Atlantik wurde U96 oft als Teil von sogenannten Wolfsrudeln eingesetzt, um alliierte Konvois anzugreifen und versenken. In vielen Fällen konnte das U-Boot unentdeckt bleiben und ungestört angreifen, aber es gab auch Begegnungen mit alliierten Schiffen, die zu heftigen Gefechten führten. Im November 1941 zum Beispiel wurde U96 von einem britischen Zerstörer angegriffen und schwer beschädigt. Trotz der Schäden und Verluste konnte das U-Boot jedoch entkommen und seinen Heimathafen in Frankreich erreichen. Die Feindfahrten von U96 waren jedoch nicht immer erfolgreich. Im März 1943 zum Beispiel wurde das U-Boot von einem alliierten Flugzeug angegriffen und schwer beschädigt. Lehmann-Willenbrock und seine Mannschaft konnten das U-Boot zwar noch zurück in den Heimathafen bringen, aber es musste anschließend für mehrere Monate repariert werden. Ja, Freunde, ihr kennt vielleicht die ein oder andere Szene, die ich hier gerade beim historischen Vorbild erkläre, aus dem Film Das Boot. Ich möchte euch aber viel mehr noch das Buch Das Boot ans Herz legen. Und wenn ihr nicht so gerne lest, dann auf jeden Fall die vielleicht 2 tollen Hörbücher zu Das Boot, nämlich einmal von Herbert Grönemeyer gesprochen, die Version zum Film und dann einmal das Buch von Lothar Günther Buchheim, gesprochen von Herrn Bär, den ihr alle kennt als Kölner Tatortkommissar. Ja, Freunde, das waren jetzt die Fakten und ein paar Geschichten rund um U96, das Boot, das Unterseeboot, nicht die Band. Vielleicht macht Kubi ja nochmal irgendwann ein Set zu Herrn Christensen von U96 und dann sprechen wir auch über diese Vorreiter der deutschen Techno-Industrie. Euch jetzt aber viel Spaß beim Review zum Kubi-Set. Ja, Freunde, nach 1 Stunde und 22 Minuten genau ist unser Typ 7C U-Boot, das Kubi-Set 4845, fertig. Unser berühmtes U96. Und jetzt habt ihr nochmal den Größenvergleich von dem Set, was ich euch beim Karton-Unboxing gezeigt habe, nämlich hier unser 1:300 U-Boot hier Typ B. Wenn ihr wollt, dass ich euch hierzu eine Anleitung mache und vielleicht auch ihr eine Anleitung bekommt, wo ihr die Steine herbekommt, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare, denn ich mag diesen Maßstab 1:300 eigentlich ganz gerne, denn diese U-Boote passen dann natürlich auch zu den großen Überwasserkampfschiffen wie die Bismarck und so weiter. Aber
Es soll jetzt hier nicht um unser Typ B gehen, sondern wir wollen ja hier über unser U96 sprechen. Ein paar Steinchen haben wir über, kann man nie genug haben. Bügel, Perlen und einen 1x2er in diesem Anthrazitgrau. Keine Ahnung, wo ich den vergessen habe. Das Coolste vielleicht an diesem Set ist ja hier diese Karte mit diesen Planquadraten. Eingeteilt wahrscheinlich so, wie die Operationsflächen sein sollten für den BDU, für die U-Boote. Ob das stimmt, weiß ich so nicht, finde ich aber eigentlich ganz cool. Schade ist, dass der Tisch hier keine Noppe hat, denn so schlurrt das immer rum und ja, wir stellen das hier hin und dann gut ist. Was ich wiederum aber ganz cool finde, ist, dass wir unsere Figur hier auf dem Stand mit drauf bauen können. Ich packe das U-Boot mal zur Seite und dann schauen wir uns den Stand mal an, denn hier die Figur hat hier unten 2 Noppen zum Draufnoppen. Das ist das, was ich immer sage, Kobi, das möchte ich haben. Hier die Figur, ganz cool gemacht, mit 3-Tage-Bart. Ihr wisst ja, einlaufende und auslaufende Männer, ne? Also nicht Männer, sondern wie die Bärte aussehen. Mit so einem schönen, ja, dicken Pullover, Strickjacke und darunter die Uniform und Dienstglas. Und hier sehen wir das Typenschild U-Boot U96 Typ 7C, Maßstab 1:144 und meine Nummer die 191. Stand ist ganz cool, hat bloß ein Problem. Nämlich, das ist typisch Kubi-Stand. Da schlurrt ihr immer rüber. Ihr seht ja auch, wir haben hier keine Noppe und dementsprechend ja, rutscht das. Das passt halt nicht ganz genau. Das kann rutschen. Kann sein, dass wenn ihr es nicht richtig macht, euer Boot so steht. Aber ist nicht weiter schlimm. Schauen wir uns das Boot einmal an. Denn hier passt ja wirklich das Boot. Ganz cool hier vorne, diese Rammzacken. Das sind hier ja, Abgasanlagen von Flugzeugen oder bei den Motoren, die Kobi schon gebaut hat. Ganz tolle Drucke hier für die Wassereinlässe, für die ja, Druckbehältnisse zum Auf- und Abtauchen. Und hier hinten dann sehen wir leider die größte Schwäche, nämlich hier diese Ruderanlage. Diese C-Claims, ja, die halten nicht so richtig. Also wenn ich hier so ein bisschen wackele, jetzt geht's, aber ihr kennt der Kobi und seine C-Claims. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Da seht ihr das Ruder. Schön aber hier die goldenen oder messingfarbenen Schrauben. So, muss ein bisschen ausrichten, sieht ja blöd aus. So, auch hier wieder die Drucke. Ganz schön, diese schönen großen runden Slopes, die verschiedenen, die Bauweise. Ihr habt es ja gesehen. Wir bauen es einmal so und dann drehen wir es um und bauen es so. Hier sehen wir auch hier quasi das Deck. Auch hier die Drucke. Die 8.8er, die Kanone, die Bordkanone, ganz cool. Auch hier eigentlich ein Handknüppel, kennen wir auch von französischen General zum Beispiel. Schön wie Kobi hier die Sachen recycelt. Auch ganz cool hier diese Dreiecke, diese Gitter, dieses Geländer, kam schon zusammengebaut, habt ihr vielleicht gesehen. Natürlich die Fahne, ganz wichtig. Und hier Periskopantenne und das Flak Endgame. Und mein Highlight ist eigentlich hier, sind diese Transclear Radkästen. Ihr kennt diese Radkästenform von den Daimlers und so weiter und Citroën, die kleinen Autos. Hier in Transclear mit Gitter drauf. So haben wir quasi das Gitter für das Flak MG. Und ganz wichtig natürlich hier der Sägefisch, das ikonische Wappen von U96. Das bekommt ihr gleich nochmal zu hören, warum, weshalb, wieso, wenn es nämlich hier Detailbilder zum Set gibt. 1 Stunde 20, man hätte es bestimmt auch schneller bauen können. Ich habe mich einmal verbaut, weil ich hier diesen einmal 1er Brick mit Löchern falsch rumgedreht hatte und somit gar nicht die Luke hier aufnoppen konnte. Aber ja, das ging relativ gut zu korrigieren. Wie gesagt, hier hinten, das gefällt mir nicht so gut, das ist ein bisschen fragil. Dafür sieht es vorne wieder umso cooler aus, das Höhenruder und vor allem auch hier der Anker. Ja, ein tolles Set, ich kann nichts gegen sagen. Ich finde den Preis okay für eine Limited Edition. Es ist ein ikonisches U-Boot, Maßstab klar, da kann man wieder schimpfen, weil Kobi da sehr viele Maßstäbe hat, aber es gab ja schon mal U-Boote im Maßstab 1:144, von daher passt das eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen habe ich endlich mal wieder ein Schiff hier gebaut. Ja, Freunde, schreibt mir eure Meinung zum Set bitte einmal unten in die Kommentare. Vergesst nicht auch, wenn ihr eine Anleitung haben wollt und eine Steineübersicht, wo man hier dieses U-Boot Typ 7B in 1:300, wie man das baut. Wenn ihr es auch haben wollt, schreibt mir es unten in die Kommentare. Und jetzt möchte ich euch dann wieder in die Bildershow begleiten. Da gibt es ein paar Detailfotos und danach gibt es dann noch mal ein bisschen was auf die Ohren. Und wir schauen uns noch einmal in die Augen, meine Freunde.
Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr ein paar Detailfotos, um euch selber einen Eindruck vom Set zu verschaffen. Vielleicht hat der liebe Onkel, der Blockstar, ja hier Quatsch erzählt. Ich musste mich sowieso zusammenreißen, denn das Boot U96, der Film, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe als 15-, 16-Jähriger das Buch zum ersten Mal gelesen. Ich komme ja aus einer Soldatenfamilie und mein Vater hatte dieses Buch im Bücherregal. Ich habe es mir geschnappt, weil auf dem Cover war ein U-Boot drauf und ich habe dieses Buch verschlungen. Als dann der Film zum ersten Mal bei mir irgendwie erschien, ich habe mit meinen Eltern den irgendwie auf dem WDR geguckt, diese 12-teilige Version, gibt ja unzählige, war es um mich geschehen. Und bis heute kann ich diesen Film mitsprechen. Aber ich wollte euch ja noch was zum Sägefisch erzählen. Das Emblem auf dem Turm von U96. Dieser lachende Sägefisch erschien regelmäßig in der Zeitschrift Erika, die frohe Zeitung für Front und Heimat während des Zweiten Weltkriegs. Zeichner des Sägefisch war Hans Kossatz. Seitens der Besatzung von U96 trat man deshalb an Kossatz heran, um den Sägefisch als Maskottchen für das U-Boot zu erhalten. Der Herr Kossatz war ein sehr berühmter Zeichner, der auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg mit frohen Zeichnungen Leute glücklich machen konnte. Ich muss sagen, Kobi hat mich hier mit diesem U-Boot glücklich gemacht. Es hat mir einfach Spaß gemacht, dieses Video zu drehen, auch wenn ich immer, wenn es um eine Limited Edition gehe, so schnell wie möglich das bauen möchte und ich manchmal gar nicht so viel Spaß haben kann, weil ich es einfach schnell drehen möchte. Aber es ist einfach das Kobi-Fieber, was hier aus mir spricht, meine Freunde. Ein ikonisches Set, ein toller Film, ein tolles Buch und eine interessante Geschichte. Alles habe ich versucht, heute hier irgendwie in dieses Video zu packen zu unserem Typ 7C U-Boot von Kobi. Das vielleicht berühmteste, ich habe es euch gesagt, neben den gelben hier der Beatles oder Roter Oktober. Roter Oktober, da arbeite ich dran, dass wir da auch mal irgendwann einen Mock finden, werde ich euch auch vorstellen. Generell ist die Büchse der Pandora geöffnet. Es wird hier demnächst mehr Schiffe geben, auch große Überwasserkampfschiffe, versprochen. Aber Freunde, das Video ist zu Ende. Eure Meinung bitte zu dem Set, zum Video, zu mir unten in die Kommentare. Daumen hoch, Daumen runter, würde ich mich drüber freuen. Aber ich möchte euch noch darauf hinweisen, das hier ist mein 99. Kobi-Video laut Kobi-Playlist. Also gibt es bald eine 100 zu feiern, ein Jubiläum, und das wird was ganz Besonderes, denn da verlose ich dann die Schlüsselanhänger, die besonderen, die es nur auf der Nürnberger Spielwarenmesse gab. 2 Stück sind es und seid gespannt auf das 100. Kobi-Video hier auf meinem Kanal. In diesem Sinne, Freunde, dann gute Jagd, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.